Sansara Sindhu Tarane Hidayanjadi Sad Sankirtanamrita Rase Ramate Manushe Premam Budho Viharani Jadi Chitta Biti Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, before leaving this body, we should have clear conception. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada Goshtipati hat gesagt, bevor wir den Körper verlassen, müssen wir uns vorbereiten fürs nächste Leben. Also über das müssen wir ganz ein klares Konzept haben. Was wir danach machen, was danach passiert. Er wiederholt es wieder, Srila Bhakti. Dann das Saraswati Prabhupada hat gesagt, die Seelen in der Welt, die sind voll mit materiellen Konzepten und Wünsche. Aber alles soll harmonisiert werden mit den Lehren von Guru und Vaishnava. Also was wir wollen und was wir nicht wollen, das muss genau festgelegt werden. Ansonsten kann man Leben für Leben, haben wir nicht wirklich das Richtige gemacht und wirklich Bhajan wird nicht angefangen. Das ist ein vitaler Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt. Narad Bhakti Sutra, dort ist geschrieben, was ist Bhakti? Sa Esha Besha Sa Ishvare Paramanu Bhakti. Also Bhakti bedeutet, wenn du wirklich einen Druck fühlst, also wirklich so eine starke Anziehung wie ein Fluss. Keiner kann dich stoppen, keine Kraft, irgendwas kann dich stoppen. Nichts kann dich stoppen von dem Bhajan. Das ist ganz Emergency, also in einem Notfall, dass du wirklich jetzt nur mal das willst. Und nachher, in dem Fall, kannst du sagen, dass du wirklich Bhakti kriegst. Sa Ishvare Parano Bhakti. Also den Vers, mit dem er angefangen hat, Chaitanya Chana. Der Vers ist bei Prabhupada Saraswati Baba. Also wenn du den Ozean überqueren willst von materielle Misere. Also halt bei die Lotusfüße von Chaitanya Mahaprabhu fest. So Harinam, Sankirtan. Also wenn dir das wirklich als Vergnügen gibt im Herzen, also du nimmst Prasadam zu dir. Wir nehmen Prasadam zu uns, wir denken, Prasadam ist Rasgulla, Kitri, Paneer. Aber Prasadam bedeutet Kripa. Also wenn du die volle Barmherzigkeit kriegst von Harinam, Sankirtan, dann ist das ein grünes Signal. Also wenn du wirklich so ein Verlangen nach dem hast. Also ganz ein wichtiger Punkt ist also da, große Sadhus, die denken, oh, wir sind große Sadhus. Aber es wiederholt immer das Siddhanta, ohne dass du komplett etabliert bist in Advaya Gyan Tattva.
Bevor du nicht in dem etabliert bist, dann ist keine Sicherheit, dass du wirklich nicht mehr runterfallst oder materielle Verlangen hast. So Advaita Gyan Tattva, dann hast du kein Recht auch, zu predigen zu gehen. Also wenn du predigen willst, dann passiert sicher ein Problem. Wenn du nicht wirklich den Darshan hast, weil der Darshan ist kontaminiert und ist so voll mit viele Dinge. Materielle Verlangen. Also in die Himalayas gehen, das kann ein Vergnügen sein. So, viele, die gehen in die Himalayas, die wollen dort ein Vergnügen. Aber wenn der Gurudev sagt, oh, du setzt dich hin und du machst jetzt selber, du schreibst, dann das ist Seva. Also das ist ein ganz feiner Punkt, was ist Asat und Satsanga. Also das ist ganz schwierig zu erkennen, die Verschiedenheit. Also das, was Satsanga ist, kann Srila Prabhupada sagen, das ist Asatsanga. So eine Sekunde wenn du eine Sekunde in Berührung kommst, materielle Leute mit Asatsanga, das kann den Schwierigkeiten bringen. Lavamatra Sadhusanga, Sarvasiddhi Hoy. So, ja. Also da kann das eben eine Sekunde kann die ins höchste Ziel bringen oder eine Sekunde kann die auch in die tiefe Probleme reißen. Ja. Also so, das ist dasselbe, das kannst du umdrehen, so das kann dir in Probleme bringen, wenn du eine Sekunde Asatsanga hast. Das ist schwierig zum Verstehen. Also das ist ganz heikler Punkt. Also konstante Erinnerung mit Guru und Vaishnava. Es ist dasselbe, wie wenn ein Eisenstück ins Feuer gebracht wird, dann nimmt es die Form an von Feuer. Es wird rot, geschmolzenes Eisen wie Gold. Aber wenn du das wieder rausnimmst, nachher wird es schwarz, wieder das Eisen verhärtet sich. So, das Geheimnis ist, dass du continuously, ununterbrochen in Berührung bist mit Guru und Vaishnava und Bhagavan. Ansonsten hast du ein großes Problem. Also wenn Interesse da ist in Harikatha und Kirtan, Sankirtanam Vidarasi Ramadevanas Chat. Chat bedeutet if, wenn. But, also wenn dein Geist Vergnügen findet, dann ist es okay in Harikatha. Prahlad Maharaj spricht da. Naitatmano Madeva Kata Savaikuntanata Sampriyade. So, was ist der Weg? Wenn du kein Interesse in Harikatha und Kirtan hast, mein Geist ist voll mit Anarthas und Unreinheiten, so ein Geist hat kein Interesse in Harikatha und Kirtan und kriegt am meistens keine Chance für Satsanga und Harikatha. So Srila Bhaktivinoda Thakur, der schreibt,
Und das Mul Tattva, Kadachit Kadasakam Sarupam Sipramam Rasabam Sakurade Jada Brahman Kadachit Sampasham Saji Tada Krishna Britya Tadari Sangate Maika Dasaka Sarvam Vridam Viprano Pimara Rasavargam Sakurude. Das ist ganz ein wichtiger Vers. Brahmanda Brahmide Konya Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasade Bhai Bhakti Lata Beach. Das ist nicht irgendwas, was so leicht ist. Es ist kein Scherz. So, wir wandern in die Welten so viele Tausende von Leben schon. Vers ist von das Mul Tattva ist fast gleiches wie mit dem Vers. So, wenn du auf und ab gehst in die Planeten, also manchmal wirst du König, manchmal ein Bettler, ganz normale Leute, manchmal Tier, ganz verschiedene Körper nimmst du an in 14 Planetensystem. Und wenn du jetzt die Chance hast, auf die Reisen von auf und ab, von den 14 Planetensystemen, wenn du einen Vaishnava triffst und du dann eine gewisse Reaktion fühlst, nachher Interesse kriegst, den Pfad zu folgen und Guru und Vaishnava zu folgen. Und nachher chantest, gehst Satsanga, Hari Kirtan, Krishna Pritya. Pritya bedeutet wiederholt. Also wiederholt, machst Harinam, chantest Harinam, Sankirtan, Harikatha. Also Topics, die was in Beziehung sein mit Krishna. Also, du musst immer ganz klare Vorstellungen, was ist Harinam, was ist wirklich Prasadam. Allein durch das Zunehmen, zu sich nehmen von Prasadam kann der Maya nichts machen. Maya kann da nichts mehr machen. Was kann Maya machen? Harikatha ist Prasadam, genauso. Jagannath Prasadam. Ansonsten kannst du Prasadam Leben für Leben zu dir nehmen. Es sind nur Milchreis, Süßigkeiten, Rasgullas, aber du kriegst nicht wirklich Bhakti. Also in so viele verschiedenen Wege will der höchste Herr dir helfen. Es gibt viele Wege, aber die am meisten, die wichtigsten sind Bhagavan, Guru, Bhakta, Shakti, Prakash Avatar. Guru Krishna Shakti Bhakti. Guru Bhakti Shakti. Avatar Prakash. So die 6 Arten von Krishna, die sind alle für dich da, um dir zu helfen. Aber wir sind nicht bereit, das anzunehmen. Wir vergeuden die Zeit. So, was kannst du machen?
Wenn die Seele nicht bereit ist, höher zu steigen, zu Vaikuntha und Goloka Dham zu kommen, dann was kann Gurudev machen? Und du kannst dann sagen, oh, Gurudev ist nicht so machtvoll. Er kann das nicht machen. Aber Gurudev gibt ja immer die Kripa Barmherzigkeit. Aber wir nehmen es nicht an, weil viele Erneuerte in uns sind. Und wir haben ständig irgendwelche Apparats, die was wir Vergehende, was wir begehen. So, deswegen kann dann der Fluss von der reinen Bhakti die nicht berühren. Da ist irgendeine Verstopfung da. Also das sind große Barrieren. Krishna, Guru, Shakti, Satguru, Bhagavan, Bhakta, Bhakti, Shakti, Shakti, Avatar Prakash. Shakti, was bedeutet das? Gadata. What do you mean Shakti? Countless Shakti. Out of that, Gadata. Jeev Shakti or Maya Shakti. Follow? Jiva Shakti, Maya Shakti. Sigauro Koruna Shakti Vigrahaya Namaste we say. Koruna Shakti. Koruna Shakti, Sigauro. Always ready to help you. Also Guru und Vaishnava ist alles Shakti. Shakti. Narad Maharaj, der hat auch Bhakti Shakti. Bhakti Avesha war da. Bhakti Shakti war da. Vyasadev ist Shakti Avesha war da. Nakul Brahmachari in Kalna, 2-3 Kilometer entfernt. So, er war da vor 20 Jahren. Da hat es geschrieben im Chaitanya Charitamrita. Nakul Brahmachari. Gauranga Mahaprabhu hat ihm versprochen. Aber Mahaprabhu war in Purushottam da. So wie kann jetzt der dorthin gehen? Und nachher Nishingananda und alle, die haben gewartet mit Prasadam. So Nakul Brahmachari, also der war ganz, hat sich ganz heraus, also so Chaitanya Mahaprabhu wollte ihn testen. Er hat gesagt, oh, vielleicht, dass mir Mahaprabhu ruft. Und das sind Tausende von Leuten kommen um Darshan und Dandavat zu Nakul und zu geben. Aber Srivas ist nicht gekommen. Wer ist Shivananda hat er gerufen, wo ist Shivananda? Und Shivananda ist gekommen und hat dann Ehrbietung dargebracht. Und ganz im Geheimen hat er ihm gesagt, oh, du hast einen gewissen Zweifel, dass ich nicht Gauranga Mahaprabhu bin. Also du sprichst das Gopal Dasaka Mantra. Und Shivananda Sen hat dann realisiert, dass das Mai Ishtadev ist.
so in verschiedene Wege. In infinity Brahmanda, there's infinity Vaishnava. Also es sind They also alle Vaishnavas in unendlich viele Universen, die Seelen in der Welt befreien wollen. Das ist Bhakti Shakti. So, dann der höchste Herr kommt selber als Bhagavan und handelt als Devotee. Tat Prakash, Advaita, Avatar, Advaita. Also in so viele Arten kämpft die Barmherzigkeit von Krishna. Im Beginn vom Chaitanya Charitamrita ist ja Vers Vande Guruno Vande Guru Esha Bhaktan Isha Ishavadarakam Tat Prakasham Cha Tat Shaktim Krishna Chaitanya Sangakam. You should very carefully, under the guidance of Guru So ganz vorsichtig sollst du das angehen und versuchen, den Punkt zu verstehen. After that, Krishna Chaitanya Sangakam. Why you call Chaitanya Mahaprabhu? Krishna Chaitanya. You think one Krishna Chaitanya, Advaita Tattva, okay. But inside Advaita Tattva, also Advaita Gyan Tattva ist da, you can see everything. und in dem Advaita Gyan Tattva ist Tat Prakash, Tat Shakti, Everything you can see. das ist alles Bhagavad Darshan is perfect. dort vorhanden, dann ist dein Bhagavad Darshan perfekt. When I started with this word, if you are not established in Advaita Tattva, means So Advaita Gyan Tattva, diversity is there. Verschiedenheit ist da. Is that Naja. Advaita Siddhanta, not that. What I mean to say, you should realize that actually Advaita Tattva is there. But within this Advaita Tattva, those who are devotee, their mind is so clear. So die Devotees, die haben so klare Augen und sehen das Advaita Gyan Tattva wirklich klar. They can see everything. Die sehen, was They ist cannot find any Shakti, woman, they cannot find any man. die sehen nicht Frauen oder Männer oder irgendein Objekt ist, mit dem man sich vergnügen kann. Die sehen überall die Shaktis, die Energien vom Höchsten. Dham, Nam, Now itself within Advaita. das ist alles im Advaita Gyan Tattva. Parika, Bhakta, Oh, everything. das ist alles Advaita Gyan Tattva. You can feel that there is diversity. Also es ist Verschiedenheit, Advaita. aber es ist doch Advaita Gyan Tattva. That's why in the beginning of Chaitanya Charitamrita, Das ist warum im Beginn vom Chaitanya Charitamrita ist geschrieben der Vers Vande Guru Isham Bhaktanam. this way, Krishna is writing to give us a clear conception. Because if you have no clear idea about Also das hat er geschrieben und so wirklich ein klares Konzept gegenüber den SBde. clear idea about Bhagavad Tattva. Also das ist Bhagavad Tattva, das muss man verstehen. No clear conception about Also muss ein klares Konzept da sein über den höchsten Herrn. you know nothing. Die ganzen Siddhantas, die musst du wissen. You are going to do bhajan of Krishna. Sonst kannst du nicht wirklich Bhajan machen über Krishna, weil du weißt nicht, wann wer Krishna wirklich ist. So wie kannst du dann Bhajan machen? That's why it is written that Siddhanta Bolya Chittena Siddhanta Bolya Chittana Karyalas. Siddhanta Bolya Chittena Na Karyalas. Ich habe heute Krishna na Lage Sudhirmanas. Oh, Siddhanta, okay, it's a big headache. No, I can do Harinama. Your Harinama is not Harinama actually. Also Siddhanta muss man auch You are verstehen. literate. You can speak, Maharaj, I am not literate. Also wenn du I know nothing, how I can know Siddhanta? Yes, you can know Siddhanta. Aber wenn du illiterate bist, also nicht schreiben und lesen kannst, kannst du auch Siddhanta verstehen. Siddhanta can flourish inside your heart.
Siddhanta, und das kann blühen in deinem Herzen. Also du kannst das Siddhanta kriegen. Gaura Kishore Das Babaji Maharaj spricht ganz alles Siddhanta, der kann nicht schreiben und nicht lesen. Siddhanta ist nicht irgendwas, das ist gleichzusetzen mit Krishna. Also Siddhanta und Seva, das sind nicht verschieden. If you find Siddhanta in applied form, then it is Seva. If we want to explain Seva in different modes, then we have to Siddhanta. We want to speak Seva, how different way. Seva, different tattva, then it becomes tattva. And tattva in applied form, Siddhanta, So, Tattva in angewendeter Form ist Seva. So actually, So Krishnadas Kaviraj Goswami, der sagt, Vande Guru, ist Bahuvachan, Plural. Yes. So alle Gurus, Diksha, Shiksha, Padma-Padarsha Guru, alle, das ist alles unter der Kategorie von Guru, das ist ja nicht verschieden. Srila Prabhupada sagt, also die Gurus, Shiksha Guru, Diksha Guru, Padma-Padarsha Guru, die manifestieren sich in verschiedene Arten, aber das sind dasselbe. Also manchmal ist es der Guru, der gibt Harinam, Diksha, rote Kleidung, Vesh, Mantra, also die ganzen Lehren, das hat er alles gekriegt von einem Guru. Also das ist möglich, aber es ist ja der andere Fall, dass du das von verschiedenen Gurus kriegst, aber das fällt unter eine Kategorie dann. Also du siehst, dass es verschieden ist im Äußerlichen, aber das ist dasselbe Tattva. Srila Prabhupada spricht über das. Vande Guru. Also der, was dir den Weg aufzeigen, und alle Shiksha Gurus, Diksha Guru, Isho Bhakta, Srivas Adi. So in Chaitanya Charitamrita ist geschrieben, Srivas Padan. Bhagavane, der Höchste hat so viele Devotees, aber Srivas Padan. Srivas ist. So, unter alle Devotees ist der Srivas Pandit der Anführende. Srivas Adi. Isha Bhakta. Vande Gurun Isha Bhaktan. Nityananda Prabhu ist Prakash, Avatar Advaita, Advaita Goswami, Isha Shakti Gadadaban, Also das ist der Vers, der spricht über das. Das ist Isha Shakti. Und das ist ein Tattva, Advaya Gyan Tattva nennt sich das. Das, was sich in viele Formen manifestiert. Also das ist ein Hintergrund jetzt für das heutige Thema, dass wirklich
ein richtiges Verständnis da ist von den Geweihten von Chaitanya Mahaprabhu. Srivas, Sri ist Bhakti, Vas Embodiment. Srivas ist das Actually, Srivas is a bhakta, okay, but it is actually written when Chaitanya Mahaprabhu doing Bala Lila. When Chaitanya Mahaprabhu doing Bala Lila, Chaitanya Mahaprabhu das Balya Lila at that time, da in der Welt offenbart. Zu der Zeit ist Chaitanya Mahaprabhu ganz frech. Also der macht so viele Streiche, nimmt die Kleider von dem, was an der Ganga baden. Das sind kleine Jungs, die sind frech. Er nimmt die Kleider dann weg von dem, was baden. So Chaitanya Mahaprabhu, der hat solche Streiche. Spielt Srivas Pandit, sagt: Hey, warum verschwendest du die ganze Zeit? Nimai. Du bist so frech. So, das Leben ist ganz kurz. Schau jetzt lieber, dass du irgendwas Gescheites daraus machst. Und Chaitanya Mahaprabhu sagt: Okay, bei deiner Barmherzigkeit, nachher wird es in Kürze passieren. Also du bist ein Pandit, sagt Srivas, aber was machst du aus dem Titel Pandit, wenn nur solche Streiche da am Ufer der Ganga irgendwelche Leute machst? So, das Leben ist kurz. Schau, dass Bhakti kriegst. Und Bhakti Vinod Thakur, der schreibt auch: Also Bhakti Vinod Thakur, der spricht, was sagt er? So materielle Ausbildung. Jadavidya. But still, if you take it material way, then it can get material result. Also es kann ein materielles Resultat haben. Das ist die Mentalität, was du hast. This way, material education, if you get, that material education can make you an ass. So materielle Ausbildung, die kann ein Esel aus dir machen. I am family member, like to take so much burden. More burden I like to take. You are very intelligent. That's why you like to take so much burden. Why? Also der nimmt so viel Gewicht auf so ein Esel. Der tragt so viel, der leidet so viel. Aber Guru, der will dich frei machen von dem. You can get loosely attached. It seems you are attached, but you will lose. But then after that, by Kipa, you can go up and up. Also Guru und Vaishnava haben nur die Aufgabe, um die wirklich frei zu machen. Pur Bhuva Swa. Pur Bhuva Swaha. Svargalok. Maha Jana Tapa. They are actually those who are following Bhanaprastha, they are going. And upper loka, those who are Naistik Brahmachari. Also Naistik Brahmacharis, Naistik Brahmachari means whole life. also die, was ihr ganzes Leben Brahmacharis waren, die können auf die höheren Planeten gehen. Tapaloka und noch höhere Planeten. Not that everybody can go everywhere. Es ist nicht so, dass jeder überall hingehen kann. Du musst dich qualifizieren für das. In Sarga, you can go if you have Svargalok kannst du hingehen, wenn du gewisse gute Aktivitäten, gutes Karma hast, und dann ansonsten musst du wieder runtergehen. Then you are going to lose your chance. Then who
So wer weiß, ob du im nächsten Leben dasselbe Chance wieder hast, dass du in Navadvip bist, dort wohnst, Gemeinschaft hast mit Sadhus, Harinam chanten kannst und so weiter. So Svarga, da gehst du eben durch gute und schlechte karmische Aktivitäten auf und ab. Can get accumulated. After that, after your body gone, you can get Chandratma, can go to heaven. There you can get some body. That is also unstable body for enjoyment. The immaterial body, what is the use of this body? Honor my post. Honor my post. Also das ist ganz egal, ob du dann in den höheren Welten bist, im Himmel, oder dort kriegst du einen anderen Körper, aber das ist auch ein materieller Körper, nur mit dem mehr genießen kannst und den musst du dann auch wieder aufgeben. So, was ist der Nutzen von so einem Körper? Also die materielle Ausbildung ist schlussendlich wie ein Esel, der was so viel Ballast auf sich nimmt, so viel zum Tragen. So, wenn kannst du wirklich Bhajan machen? So, Bhajan hast du wirklich jetzt anzufangen. Das ist nichts zum Warten. Und Chaitanya Mahaprabhu sagt, nur bei deiner Barmherzigkeit kann es. So, Srivas Pandit, der sagt dann, im Murari Gupta Culture, in verschiedenen Orten, in die Schriften, Premvilas, also es sind authentische Devotees, die was das geschrieben haben, die Parishats auf Gauranga Mahaprabhu. Also du kannst ein klares Konzept kriegen. Srivas Pandit hat gesagt, also er war always fighting this, that, Kali mean. When I reach any place, then fighting, altercation. Also er wollte bis 16 Jahre, er wollte niemals irgendwie den Pfad von Bhakti gehen. After 16 years, one day night is getting indication, man, mountain God, hey, your lifespan is only 1 year more. You are going to leave body, try to get back your consciousness. Also dann ist eine Stimme gekommen, Chaitanya Mahaprabhu ist erschienen, du hast jetzt nur mehr ein Jahr Zeit. So ein Jahr, nachher ist der Lebensspanne, nachher stirbst du. Im Bhagavatam ist auch Kirtan Raga. Also Katanga Maharaj, der wollte das seine Lebensspanne wissen im Srimad Bhagavatam. Der hat gesagt, oh, das ist ganz, ganz kurz. Ihr könnt mir Segnungen geben, aber sagt mir, wie viel Zeit ich noch habe. Dann sagen sie 48 Minuten. Dann sagt er, oh, so in so einer Kürze stirb ich jetzt. So, dann sagt er braucht jetzt keine Segnungen. Segnet mir, dass ich wirklich die Lotusfüße von Krishna kriegen kann. Und konzentriert er sich komplett, zieht sich zurück von der Materie. Also wenn der Tag kommt, wenn du 100% Erfolg hast, dass du denkst, oh, ich stirb jetzt. Ich stirb jetzt. Es kommt ganz, ganz schnell jetzt der Zeitpunkt auf mich. Also es sind so viele Formen da, Mutter, Vater, Frau, Mann, Kinder. Aber wer ist wirklich, mit wem hast du wirklich Verbindung? Das ist keine falsche Philosophie. Das ist wirklich das, worum sich jeder, der Tag kommt.
dass du wirklich in Kürze sterben wirst. Nur Guru und Vaishnava, das sind meine wahren Freunde. Und keiner kann mich schützen und keiner kann mich befreien. Also wenn du das fühlst, nachher ist das grünes Signal und du gehst auf und auf und machst Fortschritt und Fortschritt bei der Gemeinschaft durch Guru und Vaishnava. Das ist ein ständiges Gefühl. Leben. Your program, if your program is not approved by Supreme Lord, what you can do? Suppose you are making program, different kind of nice program, but your program, if your program is not approved by Supreme Lord. So, wenn du gewisse Programme machst, aber wenn das Programm nicht jetzt in Übereinstimmung steht mit dem höchsten Herrn, nachher, was bringt dir das? Also mach keine Pläne im Leben, sondern denk, dass du wirklich keine Zeit hast. Du musst jetzt bald schon anfangen. So Srivas Pandit. Zu dem Zeit, wo er die Antwort gekriegt hat, dass er jetzt stirbt in einem Jahr, nachher ist er wirklich ernsthaft geworden. Searching. What is eternity? Is life? What is eternity? Like you can remember from Bhagavatam, I can give example that Tirandi Bhikkhu. Also Tirandi Bhikkhu im Bhagavatam. Tirandi Bhikkhu, when he get a kick by Maya. Also der ist auch aufgewacht durch den Kick von Maya. Everything gone. All my billions of dollars all gone. All family members. Alle Millionen hat er verloren, die Familienmitglieder und das und das. Das ist ein Kick von Maya. So, und nachher hat er aber wirklich, ist er tiefer gegangen und hat bald schon angefangen, hat wirklich für den höheren Sinn im Leben gesucht. Ohne dass, wenn du wirklich fühlst, dass du keine Hilfe hast, sondern nur den höchsten Herrn. If you go and check out how Gurus are leading their life, you can feel, oh my God, they are leading life this way, just like dog. Even dog cannot. So, Guru und Vaishnava, die haben wirklich so ein schweres Leben. Also das ist Vairagya, wirkliches Vairagya. Das ist nicht trockenes Vairagya, das ist wirkliche Entsagung. Also das ist hilfreich, um wirklich Bhakti zu kriegen. Gangamata Thakurani genauso, das ist eine Königins Tochter gewesen. Also Narottam Das Thakur war ein Prinz, der Sohn von einem König. Aber doch, die haben ganz starke Entsagung gekriegt für die Welt. All different kind of facility, can collect billions of dollars, all facility, all dominating factor he can do. Oh, he can make this big. That is the Zu Madhavendra Puri Bhat, der war auch komplett entsagt. Aber doch bei dem Wunsch von Gauranga Krishna
hat er angefangen, eine große Verehrung und hat 10.000 Kühe gehabt. Also wie kann er jetzt 10.000 Kühe halten? So, Sinaji ist dort verehrt worden von Madhavendra Puri in ganz großer, ausführlicher Art und Weise. Aber er war entsagt, er hat niemals was angenommen von dem. Prahlad Maharaj ein vom Nishinga Maharaj. Er sagt, nein, ich brauche keine Segnung. Na, du musst das annehmen, sagt Nishingadev, die Kontrolle über das Königreich. Also du musst in dem Thron sitzen, das ist mein Seva. Hanuman, der wollte auch gehen, aber er wollte dann einen Acharya machen. Uddhav genauso, der wollte auch gehen. Ich will gehen, du, und sagt dann Krishna, sagt, du wärst zum Acharya. Ich mach die zum Acharya. Also was mein Verlangen ist, das ist, also du sollst kein separaten Wunsch haben. So Srivas Pandit, er sagt, oh, erinnere dich daran, an dem Tag, wenn du deinen Körper verlassen hast. When I feel some change in my life after that dream, one day I thought to attend Harikatha there. Why? Devananda Pandit. I thought to attend Bhagavad Katha. Also er wollte dann Harikatha hören, der Srivas Pandit, nachdem er den Traum gekehrt hat, nach einer gewissen Zeit vom Devananda Pandit. On hearing Prahlad Charita this that, suddenly I fall down on ground. I don't know who touched me, and then as if some faint condition. Also ist er an der Harikatha gekocht vom Devananda Pandit, aber er ist dann so wie umgeflogen und einer hat ihn geschupft. So, was war der Grund für das? Actually, Naraji Maharaj. Nara, der Muni. Bhaktivinoda, der ist in dem Körper gekommen von Srivas. So all das Lila vom Navadvip Dham, ohne Srivas Pandit ist es unvorstellbar. Even when Chaitanya Mahaprabhu was the topmost professor of Sanskrit, Also Chaitanya Mahaprabhu, wo Lehrer war von Sanskrit. Gaya. Wo er zurückgekommen ist von Gaya, wo er Funeral Cake geopfert hat in Jagannath Mishra, und ist er komplett in einer anderen Stimmung. So er hat volle Kripa gekriegt von Ishvara Puripad. Dort hat er das Mantra gekriegt zur Einweihung und nachher ist er ganz verrückt worden nach Krishna. So was bringt es nach Kedarnath, Badrinath, Jamunati, Gangoti gehen, wenn du nicht fühlst, dass das Leben unstabil ist. So, wenn du zu den Tirthas gehst, dann musst du mit
reine Devotees gehen, die was der Bhakti geben können. Keine materiellen Gespräche. Also reiner Devotee, der spricht niemals über was anderes als über den höchsten Herrn. There is Saraswati, there is Alakananda, there is Bhatinaran. There is in Bhatinaran who? Vyasadev, Bhatinaran, Naranaran, Vyasadev. So Bhatinaran, Ganapati, Vyasadev, Uddhav, Narad. Sind alle dort. Who can give you feeling? So wer kann dir das Gefühl geben? Who can give you feeling? Also du kannst mit Geld dorthin fliegen, aber wer kann dir das Gefühl geben? Feeling is not sold in market. You can go and buy some half kg, 1 kg feeling. Also du kannst das Gefühl nicht kaufen am Markt. Das Gefühl kann nur kommen bei der Barmherzigkeit von Guru und Vaishnava. Guru und Vaishnava hat dich so gern und segnet dich so, aber meistens akzeptieren wir das dann nicht. So Tag für Tag muss man fühlen, Inspiration, wie bin ich jetzt wirklich fortgeschritten. Ramanujacharya, der sagt, so jeden Tag musst du kalkulieren, was du wirklich jetzt gemacht hast. So, wie viel Bhakti habe ich heute? Habe ich einen Fortschritt gemacht oder bin ich wieder zurückgefallen? Also das ist alles zum Notieren. Alles zum so Ramanujacharya sagt, du willst Bhakti kriegen. Also 100% du kannst Bhakti kriegen, also aber mach ja kein Vergehen, kein Apparat. So jeden Tag, wenn du aufgehst, du sitzt für 5-6 Minuten, dann stehst du auf. Und dann spricht die Namen von Guru und Vaishnava. Jai Guru Bhadabhadva, Srila Prabhupada, Paramahamsa, Babaji Maharaj, Jai Srila Bhaktivinoda Thakur ki Jai. So spricht die ganzen Namen von den Vaishnavas, erinnert die an die. Raghunath Das Goswami, der hat zu 2000 Vaishnavas Dandavat dargebracht. Also du kannst dir aber an 20 Vaishnavas erinnern. Guru Vaishnava Bhagavan Dinasvana Hoy Bhakti Vidish Anayasanis Vanchita Purana. Also Ramanujacharya Vishwanacharya before Avana Lalida Loka Yanaya Karunya Ganaganatvam. Also das ist zum Singen von Vishwanacharya Thakur. In der Brahma Muhurta. Ramanujacharya spricht. Also Guru Vaishnava sind immer zum Glorifizieren am Morgen. Ramanujacharya schreibt es, sagt es täglich. Wenn du Bhakti haben willst, mach das. Also die Zeit muss man sich nehmen, die meisten haben keine Zeit für das. Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, also wenn du keine Kapazität hast, keine Power, keine Kraft, also er sagt, okay, dann geh zu einem Vaishnava, aber sitz einfach nur da.
und beobachte die Situation. Du brauchst nicht sprechen, aber nachher kann sich dein Herz verändern. Aber wenn sie nicht sprechen zu dir, sitz einfach nur da für eine gewisse Zeit. Beobachte alles. Und das gibt dann wirklich einen Abdruck in deinem Herzen. So innerliche Reinheit und äußerliche Reinheit. In Srivas Angan ist all das ganze Lila von Navadyp. Srivas Pandit, Malini. Also Srivas wife ist Malini. In Krishna Lila, she is Ambika. Ja. Also das ist eine Aushilfsmutter. Datri Ma. Very nice. This kind of Tatrima. Actually, Putana hat die Stellung gekriegt, Tatrima. Nicht von Yashoda. Lebe Gott und Dachudidam. Datri. Like you see, why Nityananda Prabhu going to take milk in the lap of Also Nityananda Prabhu, der nimmt die Milch von der Malini an. Das verstehen viele nicht. Chaitanya Mahaprabhu hat persönlich versprochen, Srivas, der Sohn ist gegangen, aber Nityananda und ich sind deine zwei Söhne. So Chaitanya Mahaprabhu hat Kirtan angefangen nach Gaya. So die Mutter ist dann ganz im Zweifel und sie sagt, oh, mein Sohn, der führt sich so ganz verrückt auf. So was ist passiert mit ihm? Er muss krank sein. Vielleicht eine gewisse Verstimmung. Also es sind dann viele ayurvedische Doktoren gekommen, aber nichts hat geholfen. So Sachimata und Vishnupriya, die haben geweint, oh, was ist mit meinem Prabhu passiert? Und eines Tages fragen sie Shivas, oh, die wollen mich so behandeln, was ist deine Meinung? Die sagen Vayavika. Und Srivas Thakur sagt, oh, das Disease, was du hast, wenn alle Brahma und Shankar, die erwarten, dass sie die Krankheit kriegen. Also die wollen, ich will auch so krank werden. Das ist keine Krankheit, das ist reine Gottesliebe. So, wenn du das jetzt anders gesagt hättest, nachher wäre ich in die Ganga gehupft sofort. Aber du hast es verstanden. Und nachher haben sie ein ganzes Jahr Sankirtan gemacht im Srivas Angan. Und nachher hat er in einem Jahr, auf dem Jahr hat er Sannyas gemacht. So, das Sankirtan war innerhalb von den Türen vom Srivas Thakur. Also da ist nicht jeder erlaubt gewesen in dem Sankirtan. So Panchatattva und alle Vaishnavas, die haben tanzt in dem Srivas Angan. Also es ist Sankirtan Ras, was da vor sich geht im Srivas Angan.
So, dann haben sie ein Geräusch gehört, Srivas Thakur, und der ist ins Zimmer. Und die Frauen haben dann gesagt, oh, dein Sohn ist jetzt gestorben. Dann sagt er, Srivas Pandit, versuche jetzt ja nicht das Sankirtan von meinem Prabhu zu stören. Ich will komplette Zufriedenheit irgendwie. Ansonsten, wenn es da jetzt irgendeine Störung gibt, dann verlasse ich ja meinen Körper. Das ist jetzt die goldene Opportunity, um Chaitanya Mahaprabhu zu dienen. So, das ist so ein Zeitpunkt, so ein Ort zum Sterben. Das ist perfekt. So, ich selber möchte so einen Zeitpunkt haben. So wie vom Glück begünstigt ist die Seele. Aber ihr weint und schreit, hört sofort auf mit dem Weinen und Schreien. Das ist der beste Zeitpunkt für das Kind zum Sterben. Und Chaitanya Mahaprabhu sagt danach, oh, heute habe ich ein bisschen eine Störung gefühlt, irgendwas. Was ist passiert? Was ist passiert? Und Srivas Thakur hat gesagt, nein, nix. Aber dann hat Mahaprabhu die Information gekriegt, dass der Sohn gestorben ist. Und sagt, oh, du hast jetzt so eine starke Anziehung für mich, dass du nichts anmerken lassen hast. Also du bist mein Vater, meine Mutter, mein Ein und Alles. Then what happens actually? Then actually, Prabhu going inside room. Sankirtan is over. Going to see the boy who living body. So, dann Chaitanya Mahaprabhu geht in das Zimmer, wo der Junge gelegen ist, und legt dann seine Hand auf seine Brust. Warum, sagt er dann, warum hast du jetzt den Körper verlassen? Das Haus von Srivas Thakur. Dann sagt das Kind, oh, jetzt ist die Zeit, wo ich jetzt gehen muss, mein Karma ist abgelaufen, so du bitte segnest mich, dass ich immer in der Gemeinschaft bin von Bhaktas. Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, also du kannst mir zum Vogel, zum Tier machen, auf die himmlischen Planeten oder in die höllischen Planeten. Aber bitte lass mich immer mit den Devotees zusammen sein, die was Bhakti im Herzen haben. Also du kannst mich überall hin versetzen, aber bitte gib mir nur eins, und das ist reine Bhakti. Vitrasur genau das Gleiche. According to my own activities, I am going to travel life after life, no problem. I am not going to request to give me place in heaven. No, I have no personal desire. But please, it is my request. Anywhere you place me, I don't know where my placement will be. Anywhere you place me, I will not be basic. I don't care. Also ich will, ganz egal in was für eine Lebensform du mich hinsteckst, bitte lass mich einfach nur die Bhakti geben. Also everybody crying and dancing to see the glories of my Mahaprabhu. And Srivas is not going to express any grief. Also Srivas Thakur hat auch keine Lamentation oder kein so Gefühl gehabt. Where you find so many problems? Where from you are finding so many problems? There is only one problem. That is, we cannot do Hari Bhajan. You have so many problems in your life. The problem in one and single. Also die Probleme, sagt Jagannath Das Babaji Maharaj, ist nur, damit wir nicht wirklich Bhajan ausführen können in dem Leben.
Wir denken, wir haben so viele Probleme, das und das, tausende von Problemen. Aber das Problem ist nur, dass wir nicht wirklich Bhajan ausführen können. Sriram Pandit, Srivas Pandit, das sind 4 Brüder, die was alles ganz große Devotees, Geweihte von Chaitanya Mahaprabhu sind. Narayani, also sie hat da ganz starke Bhakti. 4 Jahre alt. Oh Narayani, weint, hab Bhakti, wein im Namen von Krishna. Dann hat sie angefangen zu weinen und zu schreien in Krishnas Prem. So, wer ist sie? Wer ist sie? Ihr Name ist Dukhi. Was macht sie? Sie tragt dauernd Wasser von der Ganga und füllt den Behälter auf, der was in Srivas Angan ist. Dukhi, Dukhi. Und Sri Chaitanya Mahaprabhu sagt, ihr Name soll nicht Dukhi sein, weil das bedeutet unglücklich, sondern es ist Sukhi. Sukhi. Also Sukhi sollte der Name sein. Glückseligkeit. So in Gaura Lila, wenn Nityananda und Mahaprabhu kennt, also Vishwarup ist auch da. Vishwarup, this name itself identifies that Vishwarup. Try to follow. If you like to learn Sanskrit, you should understand all words. You are foolish actually. Dibba Sastra Vatsar and Dibba 1000 years. Indra took lesson from Brihaspati. So Indra, der hat 1000 Jahre gebraucht, um Sanskrit-Grammatik zu verstehen. Also 360 Tage bedeutet ein Jahr. So 100 Jahre ist für die Halbgötter ein Tag. So, das sind 1000 Jahre von den Halbgöttern. So Indra hat gelernt von Brihaspati, vom Lehrer von den Halbgöttern. Aber doch, Indra hat nicht viel verstanden. So was zum Sprechen. So Bhakti kann dir die Schlussfolgerung geben. Shabda Shastra ist so viel, ist so Sanskrit Vyakaran bedeutet, dass du gewisse Regeln und Regulierungen von Wörtern kriegst. Because you don't know. That's why it is one kind of part of. So, es ist ein Teil von Veda. One kind of part. Follow. Nirukta. Nirukto. Mean all mantra, you should know the meaning of mantra. Also es sind verschiedene Bedeutungen von den Mantras. Now only memorize and stick. Jagya is over. By that time, Yagya, there is different kind of category, seva. Follow? Different kind of seva in one Yagya, big Yagya going on. One can speak the defect, wrong. Samvedhan. Somebody can speak from different procedure. Somebody giving ghee, clarified butter. Somebody pronounce mantra. This way different. Or Dhuru.
Adis of them. So they should have full knowledge about that. Otherwise, all Kirtan. That's why Sankirtan is the top. Das Sankirtan ist das Höchste. Kirtan kannst du alles machen. Also in Sanskritan musst du nicht wirklich das verstehen. Sanskrit. Miteinander Vishwarup, das Wort bedeutet Vishwa. Vishwa Brahmanda, Vishwarup, also unzählige Universen. Das ist auch schon ein Name von Nityananda Prabhu, Vishwarup. Oh, Vishwa is one or different kind of manifestation of that Nityananda, Nityananda, Ananta-Dev. So Vishwarup and Nityananda all the same. So nicht, Vishwarup und Nityananda ist dasselbe. Vishwarup hat den Körper verlassen in Maharashtra in Indien. Dann ist er in Nityananda wieder eingegangen. Und Nityananda hat sich dann später manifestiert. Nanda Nachaya Baba. Und das Lila war dann. Und nach dem sagt Srivas, sagt Chaitanya Mahaprabhu, oh, zum Srivas, du musst jetzt Vyasa Puja organisieren. Also lass uns in dem Zimmer, in dem Raum von Srivas Thakur das Vyasa Puja organisieren. Pujari. Then after that everything done, then Gauranga was speaking, hey Siva, give garland to Vyasadeva. Also die haben das dann die ganze Zeremonie gemacht. Und Nityananda Prabhu soll jetzt die Mala halten, zum Vyasadev geben, aber er gibt die Mala dann zum Chaitanya Mahaprabhu und lacht, hahaha. So, wenn das Sankirtan Movement angefangen hat, bei Chaitanya Mahaprabhu und Nimai Pandit, ist der Kasi gekommen. Und Srivas Thakur, der hat Angst. Muslim. Also Srivas Thakur, der verehrt Nishingadev und hat Angst. Und Gauranga Mahaprabhu kommt dann. Hey Srivas, mach die Tür. Wen verehrst du? Wen verehrst du? Ich bin wirklich, I'm he, ich bin er. Wen verehrst du da? Ich bin vor dir. Und dann hat er sich auf den Altar gesessen. Auf die Shalagram Shilas. Also er ist derjenige, als Paramatma ist überall. Hab keine Angst. Also wenn du deine Angst auslöschen kannst von deinem Herzen, dann kriegst du heilige Hilfe. Also wenn du wirklich direkt und indirekt wirklich verstehst, dass dir keiner irgendwas tun kann, in dem Universum, dass überall Krishna ist, dann kann da nichts passieren, wie Prahlad Maharaj. Ihm ist Gift gegeben worden, Schlangen ins Bett gelegt und so weiter, aber er hat kein Problem gehabt, weil ihm der höchste Herr immer geschützt hat. Also es ist ganz, ganz wichtig, der Glaube. Mirabai genauso. Die Prinzessin Shira, sie rennt durch den Dschungel, wo Tiger sein und Löwen und Schlangen,
aber sie fühlt keine Angst. König Rana, der wollte sie ja stören. Only singing, glories and running. Nobody can do anything. Nobody has no power. Krishna protecting, giving full protection all the time. This day you see, ultimately Prabhu saying, why you are fearing? I can give inspiration to Kaji. Then and only then Kaji can send some of this. Also ich kann die Muslimen inspirieren, dass sie wirklich, also es kann dir nichts passieren. Let us go, start Sankirtan movement. After that Mahaprabhu started Sankirtan movement. With all, Nachher haben sie das Sankirtan Movement angefangen mit Fackeln. Und alle sind sie gegangen. Haridas Thakur, Nityananda, Gauranga Mahaprabhu, Advaita, alle. Tausende von Leuten über Navadvip. One day, they all started doing Mahabhishek. Eines Tages haben sie Mahabhishek vom Gauranga Mahaprabhu. Mahabhishek mit Gangavata, Milch, Joghurt, Madhu, Honig, ganz große Abhishek, Badezeremonie. Also Gauranga sitzt auf dem Asana und alle bringen ihm die Abhishek da. Und nachher kommt in die ganzen verschiedenen Formen, manifestiert es sich. Und sagen sie, oh, was hast du mehr, was habt ihr jetzt mehr zum Geben? Das ist wie das Giriraj Puja. Also sie haben so viele Sachen im Anboten. So, warum ist Ratha Yatra so wichtig? Zu der Zeit gibt Jagannath Discount. Also du kannst Kokosnüsse opfern. Oh, nimm das zu dir. Also jeder Arme, jeder kann kommen und kann was opfern. Alle Seelen. Obwohl sie nicht Brahmanas sein oder Shudra. Aber Jagannath nimmt es an. Das ist Patita Bhavan. Das ist, warum es geschrieben ist. Patita Bhavan im Skandapuran. Ratha Arunam. So, wenn du Jagannath vom Herzen siehst, nachher kommst du nicht mehr zurück in die Welt und musst schmerzen leiden. Das ist geschrieben im Skandapurana. Ratha Runam Bhavan Rishta. Also du musst nicht mehr zurückkommen in die Welt, wenn du Jagannaths Ratha Yatra Festival siehst mit voll vom Herzen. Also Prabhu, der gibt Barmherzigkeit zu jedem. Geweihte Srivas. Also Geweihte Srivas ist kommen. Oh. Jetzt ist er der höchste Herr. Der hat immer gestritten über Bananen am Markt mit dem Chaitanya Mahaprabhu. Niemals. Oh, nimm das. Aber warum hast du so einen hohen Preis, sagt Chaitanya Mahaprabhu? Warum gibt es doch billiger, gibt es mir? Und sie streiten dann immer so. Und jetzt kommt der Geweihte Srivas vor ihm und Chaitanya Mahaprabhu ist dort in der Form von einer Reihe. Also er sagt, er verehrt die Ganga. Und den Teil von dem Einkommen verwende ich für das Ganga Puja. So, verehr doch mich, sagt dann niemand. Oh, Vishnu, er haltet sich die Ohren zu, was sprichst du, sowas. Und heute ist er gerufen worden und hat verstanden, dass es der höchste Herr ist. Aber er betet vor ihm, lass mich nur die Form vom Niemals sehen. So.
leakage, thousands of leakages there in one pot, iron pot, thousands of leakage. What was there? Oh, I'm very thirsty. Let me take. Also vom Geweihte Srivas hat der höchste Chaitanya Mahaprabhu sogar Wasser angenommen in einem ganzen alten, gebrochenen Eisenkrug mit vielen Löchern. So, was für Liebe hat Chaitanya Mahaprabhu für uns? Das ist die Qualität, Bhakta Vatsalya. Countless qualities you will not have. Only one quality, if you can see, you can feel, then is Bhakta Vatsalya. So Bhakta Vatsalya, das ist Chaitanya Mahaprabhu. Dann kannst du Tag und Nacht weinen, wenn du verstehst, wie barmherzig der höchste Herr ist. But we don't like to exchange love. Aber wir wollen keine Liebe mit ihm austauschen. Matter cannot exchange view with matter. You can expect? Huh? One stone is talking with another stone. You can expect? Also du kannst nicht erwarten, dass ein Stein mit einem anderen Stein redet. Nur wenn Chaitanya Mahaprabhu den berührt. Nachher kann das Bewusstsein wachsen von dem und die können sich verstehen. Krishna Bhagavan im Vrindavan spricht da mit den Bäumen und die Kletterpflanzen. So Krishna spricht mit den Vögeln. Different languages. Also Krishna kann alle Sprachen in der Welt verstehen. Spanisch, Latin, Russisch, Sanskrit. Krishna muss nicht zu irgendeinem Lehrer gehen, um das zu lernen. Krishna versteht es. So Srivas, das ganze Lila in Navadvip. Srivas Pandit ist der Hauptfigur, Hauptcharakter. Und wenn Chaitanya Mahaprabhu dann den Schluss genommen hat, Sannyas anzunehmen, dann hat Chaitanya Mahaprabhu mit weniger Devotis hat er das dann besprochen, dass er eben jetzt Sannyas annimmt. Dann ist er gegangen. So jedes Jahr, Malini, Srivas Pandit, alle Truppen sind gegangen und haben sich getroffen im Jagannath Puri mit Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu ist der Herz und Seele. So ein Jahr. Raja Prataparuda, der hat dann Herapanchami. Um das Herapanchami Festival anzuschauen, hat King Prataparuda Platz organisiert für die Devotis. Und die sollen das Festival von dort ohne Störung anschauen können. So Herapanchami, das ist um 12 Uhr in der Nacht. Und die Lakshmi Devi, die kommt dann in der Nacht und vertreibt die Diener von Jagannath. Das ist ganz spezielles Lila. Und Chaitanya Mahaprabhu sitzt und schaut sich das an. Und manchmal diskutieren sie über das Lila. So Srivas Pandit ist genauso da. Alle Parishas miteinander. Swarup Goswami ist auch da. So alle sind dort vorhanden. Und jetzt machen sie gewisse Witze, Chaitanya Mahaprabhu, humorvoll. Oh, ist das die Göttin von Aishwarya, Opulenz? Srivas Pandit gibt Antwort. So, das ist eine Diskussion dann zwischen Swarup Goswami und
Srivas Pandit. are so rich. So, Lakshmi Devi ist so reich und so opulent. So, was ist So mit I'm dem? putting one question, why the full of wishes? Okay. But why the Lakshmi Devi want to Aber warum ist dann Lakshmi Devi? Krishna? Sie will dann die Gemeinschaft haben von Krishna. In Vrindavan, Das ist meine Frage. in Vrindavan, there is forest externally. Externally there is forest. Creeper and trees and everything, all monkey moving around. But the opulence inside there, secret opulence is there. Nobody can see. Your eyes, material eyes cannot permit you to see. If you develop that kind of Also, seeing, in Vrindavan ist jede Opulenz, aber wir sehen vielleicht nur Pflanzen, Sträucher, aber dahinter steckt jeglicher Reichtum. So, komm ja nie in Berührung mit Materie. This is one Panchabhata in the room of one devotee. I think it's, I can tell you all. Material conception should not be there. So ein materielles Konzept soll nicht da sein. This way actually, Mahaprabhu joking with Shiva. So Mahaprabhu, Actually, my Lakshmi Devi is Vaikuntha, full of pleasure. And in Vrindavan there is a creeper and dust and this full. What do you say? Srivas, who? Sarvada speaking, you forget? You forget the places of Vrindavan? also die Opulenzen von Vrindavan sind so groß, dass in einen kleinen Partikel in Vrindavan, dass die ganze Reichtum von all dem Vaikuntha-Planeten, das ist nicht gleichzusetzen sogar. Und Srivas Thakur spricht dem so, weil er in der Stimmung von Narada Muni ist. Aber Swarup Damoda ist Shuddha Brajavasi. How you can give an argument? How you can stand in argument? Cannot stand. He is Suddha Brajavasi. That's why inside Vrindavan, in one location, So in einem kleinen Partikel in Vrindavan ist wenn du alle Vaikuntha-Planeten zusammennimmst, ist das weniger Reichtum als wie in dem Partikel in Vrindavan. one time when different kind of rasa tattva going on, discussion, in the meantime Prabhu expressing Baba, Radharani Baba. Und dann hat Chaitanya Mahaprabhu angefangen, gewisse Symptome von Radharani zu kriegen. Gewisse Stimmung. Follow. Developing Radharani Baba. That time Nityananda Prabhu ran away So from Nityananda Prabhu ist dann abgehauen, ist gegangen. ran away from because Nityananda Prabhu is followed Weil Nityananda Prabhu respektiert die Stimmung von Chaitanya Mahaprabhu. So be careful about Siddhanta Virod, So Siddhanta Virod und I like to discuss so many things, but time cannot permit. If das you have any muss man genau verstehen. in front of me, and the sloka you should remember, memorize, all So- the time you should sing. Samsara Sindhutarane Hridayam Narishat Sankirtanam Ritamrate Made Manaschet Premam Bodho Vyarane Archita Vritis Chaitanya Channa Sharane Sharanaga Chaitanya Channa Charane Kururomataga. You can get Krishna this life. You like to Also get du kannst in dem Leben Krishna kriegen. Es hängt von dir selber ab. one second. Vancha kalpaduruvascha kripa sindhu beva cha patitam